Wenn du dieses Jahr auf ein K-Pop-Konzert gehst und diese Sachen, die ich in meinem heutigen Video sage, nicht beachtest, dann kann es sein, dass du eine weniger schöne Erfahrung hast als andere Menschen. Und das wollen wir natürlich nicht. Hi, ich bin Alexa und ich rede heute über die Do's und Don'ts vor Ort bei einem K-Pop-Konzert, während des Konzertes und über alles, was danach passiert. Seid gern ein bisschen früher da und nein, 10 Minuten vorher zählen nicht. That's no. K-Pop-Konzerte starten nicht erst, wenn die Lichter ausgehen. Davor passiert gefühlt schon so ein halbes Festival. Draußen gibt es random Dance-Plays, Fanaktionen, Freebies en masse und Merch, die man am Ende bereut, wahrscheinlich nicht gekauft zu haben. Vor allen Dingen baut sich aber auch diese ganz spezielle Atmosphäre auf. Kollektive Nervosität, Aufregung und Menschen, die den Namen ihres Bias schreien, als würde er sie hören. Ein paar Stunden früher da sein ist also kein Extra, sondern ist Teil des Erlebnisses. Einmal zum Thema Merch. Manche Merch kannst du schon vorher online kaufen, wie zum Beispiel bei Weverse oder in anderen Fanshops. Aber teilweise gibt es auch Items, die du nur vor Ort bekommst. Und das sind wahrscheinlich so Items, die du am Ende gar nicht brauchst, aber sie haben möchtest, weil es sie nur vor Ort gibt. Die Merchstände öffnen oft schon am Morgen und haben dann teilweise den ganzen Tag auf. Aber es gibt viele Dinge, die schneller ausverkauft sind, als du Limited Edition sagen kannst. Also wenn du einen bestimmten Merch möchtest, geh gern schon ein bisschen früher hin. Am Ende hast du sonst nur noch die Größenlotterie. Was noch wichtig zu erwähnen ist, kauf kein Merch von irgendwelchen Fake-Sellern, die vor der Venue sich platziert haben. Das ist meistens überteuerte Qualität, ist einfach nur traurig und du unterstützt damit Abzocke. Also heb dein Geld lieber auf für richtigen Merch oder für Pommes. Die meisten K-Pop-Konzerte haben Numbering, also ein sogenanntes Nummerierungssystem für den Einlass. Das heißt, wenn du früh kommst, bekommst du eine niedrige Nummer. Das heißt, du kommst früher rein und wenn du früher reinkommst, bekommst du einen besseren Stehplatz und einen Pult. Daher war Camping früher auch total normalisiert. Das wird heute oft aus Sicherheitsgründen verboten. Aber das wird viele Fans trotzdem nicht davon abhalten, mit einem Campingstuhl und einer Decke sich schon nachts anzustellen. These fans slept on the sidewalk overnight. Checkt also immer vorher gerne noch die offiziellen Regeln. Aber ganz wichtig, wenn ihr Sitzplätze habt, ihr braucht nicht leiden, ihr braucht euch nicht anstellen, ihr kommt so oder so rein. Diesen Punkt hatten wir im letzten Video schon. Bitte isst genug und bitte trink genug, denn wenn du umkippst, musst du rausgetragen werden und kommst nicht immer wieder rein. Im schlimmsten Fall müssen deine Freunde auch mit raus oder können dann am Ende das Konzert gar nicht mehr richtig genießen. Also entscheidet dein Kreislauf, ob dein Konzert zum Core Memory wird oder du am Ende ein Meet and Greet hast, aber mit dem Sanitäter. Konzerte sind leider ein Paradies für Taschendiebe, also achte auf deine Sachen, hab deine Tasche im Auge, hab den Reißverschluss vorne und nicht so tun, als wäre wird schon gut gehen eine Sicherheitsmaßnahme. Oh, he's stealing! He's stealing! Wir alle werden natürlich Bombe aussehen. Mach deine Outfit-Fotos aber vor der Show, denn nach dem Konzert wirst du verschwitzt, verheult und emotional zerstört sein. Wenn du alle Instagram-Pläne hast, do it before the emotional damage. Emotional damage! Über den Punkt wirst du vielleicht ein bisschen lachen, aber dein Körper braucht auch Vorbereitung. Du wirst singen, springen, tanzen, schreien, du wirst Dinge fühlen und ein bisschen stretchen vor dem Konzert kann tatsächlich den Unterschied machen zwischen oh mein Gott, das war so ein geiler Abend und mir tut alles weh. Freunde finden geht auf K-Pop-Konzerten tatsächlich eigentlich immer einfach. Tausch also super gerne deine Kontakte aus. Und wenn du alleine kommst, keine Sorge, andere K-Pop-Fans werden dich adoptieren und das meine ich wirklich ernst. Und wenn du schüchtern bist, brauchst du dir auch gar keine Gedanken machen. Geh einfach zu den Menschen hin, die Freebies verteilen. Das ist gefühlt der einfachste Gesprächseinstieg der Welt. Manche Lightsticks haben Bluetooth und müssen daher erstmal mit einer App gepaart werden. 2018 war mein BTS-Konzert, musste ich noch tatsächlich zu einem Sync-Desk. Heute geht vieles automatisch, aber check das vorher gerne nochmal ab, einfach damit ihr Stress und Schweiß spart und vorher Bescheid wisst. Was viele Leute tatsächlich nicht wissen, ist, K-Pop-Konzerte haben kein Opening-Act. Stattdessen laufen die Musikvideos von Debüt bis heute und die Fans singen mit, sie üben die Fanchants und der Hype steigt sekundenweise. Also wenn man früh drin ist, verpasst du auch nichts und genau das will man auch. Kommen wir einmal zu den Do's und Don'ts während des Konzertes. Und zwar spezifisch im Pit gilt kein Moshpit, kein Schubsen und keine Ellenbogen, die sich hier gegenseitig wegdrängeln. Ein K-Pop-Konzert ist kein Rockfestival. Der zweite Punkt gilt bei jedem anderen Konzert auch. Und zwar, wenn du sehr groß bist, bitte dräng dich nicht in die erste Reihe. Punkt Nummer 3 ist, wir freuen uns, wenn du ein witziges Schild hast, aber halte das bitte nicht über dich, sondern vor dein Gesicht. Denn dein Moment ist zwar wichtig, aber tatsächlich nicht wichtiger als die Sicht der 500 Menschen hinter dir.
Punkt Nummer 4 ist eher so ein bisschen für die Influencer unter uns. Wenn ihr Fotos machen möchtet oder filmen möchtet, tut das doch sehr gerne, aber bitte ohne Blitz. Denn das hier ist einfach nur nervig, lenkt ab und es stört alle um euch rum. Punkt Nummer 5 ist, wir alle sind auf dem Konzert, um Spaß zu haben. Wenn du also einen Sitzplatz hast und die Leute vor dir aufstehen wollen, tanzen wollen, singen wollen, rumschreien, was auch immer, lass sie das doch gerne machen, denn auch die sind da, um das Konzert zu enjoyen. Kommen wir zu den Do's beim Konzert, also die Dinge, die wir sehr gerne machen. Punkt Nummer 1 ist, lerne die wichtigsten Fanchants, zum Beispiel die Namen der Members in der richtigen Reihenfolge. Ich gebe euch gerne mal ein Beispiel von SHINee, Lucifer. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar Schreien und Jubeln. Das ist gewünscht beim ganzen Konzert, beim Showstart, beim Memberauftritten, bei irgendwelchen sexy Moves, bei irgendwelchen Crowdtypes. Aber der einzige Moment, wo wir nicht schreien, ist, wenn die Member reden, wenn die Invent haben. Also wenn sie reden, dann ist bei uns der Schweigefuchs angesagt. Das Thema Lightstick war mal im letzten Video schon ein bisschen kontrovers, aber heute reden wir einfach nur darüber, wie wir die Lightsticks benutzen. Und zwar, Lightsticks sind keine Deko, die wollen und sollen sogar benutzt werden. Und zwar bei langsamen Songs schwingen wir hin und her. Bei schnellen Songs folgen wir dem Beat. Und wenn ein Lied zu Ende ist, dann shaken wir den richtig, dann hündeln wir den hier richtig. Woo! Und nochmal kurz zum Ende des Konzertes, wenn die Band sagt, oh, wir haben nur noch ein paar Songs, das Konzert ist gleich zu Ende, glaubt ihnen nicht. Lüge, Fake News, Fake News. They were fake? Of course they were fake! Die Band geht nochmal nach unten, die ziehen sich nochmal um und dann kommen sie nochmal nach oben. Erst nach dem Ending-Ment und tatsächlich der allerletzten Final Bow ist das Konzert zu Ende. Wenn das Konzert zu Ende ist, geh nicht sofort nach Hause, bleib noch kurz da, tausch dich mit anderen Fans aus, sing draußen die Lieder mit und manchmal hat sogar noch der Merch-Stand offen. Aber das Wichtigste ist, lass deine Emotionen raus. Post-Concert Depression ist real und du hattest gerade ein Endorphin-Overload und danach kommt einfach der Crash. Das ist natürlich, das ist normal, du bist nicht komisch. Wenn ihr zu Hause angekommen seid und noch nicht todmüde seid, geht erstmal Make-up runter, Gesichtsmaske drauf, Comfort-Show an, Essen rein und vor allen Dingen trinkt Wasser oder Tee, sonst habt ihr morgen keine Stimme mehr. Und achtet auf eure Weverse Notifications, denn manchmal gehen die Bands ja noch nach dem Konzert live und das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Und dann heißt es schlafen, denn du hast gerade emotionalen Hochleistungssport betrieben. Damit sind wir auch schon am Ende von meinem ultimativen K-Pop-Konzerte-Guide. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und lasst gerne einen Kommentar da und sagt mir, auf welches Konzert ihr euch dieses Jahr am meisten freut. Ich bin gespannt zu lesen, wo ihr dieses Jahr so hingehen werdet und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!